Hi, ich bin Marco von iDock. Wenn der Akku von deinem iPhone langsam schlapp macht, zeigen wir dir in diesem Video, wie du ihn selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist schwierig, da einige Teile verklebt sind und du viele verschiedene Schrauben lösen musst. Du solltest etwa 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehlen wir dir hierfür: einen Y-Type, einen Pentalobe und einen Phillips-Schraubendreher, ein Hartplastikplektrum, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, ein Plastikspatscher und einen Saugnapf. Außerdem benötigst du einen Heißluftföhn oder alternativ einen Haartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite iDock.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dir alle notwendigen Werkzeuge parat legen. Achte auch auf eine saubere Unterlage, damit kein Schmutz ins Innere gelangt und du keine Kratzer am iPhone hast. Zu Beginn der Reparatur solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Dann kannst du die Pentalobe-Schrauben entfernen. Das Display ist stark verklebt. Um den Displaykleber zu lösen, benutze am besten einen Heißluftföhn oder einen Haartrockner. Der Kleber befindet sich am Rand des Displays. Durch das Erwärmen kannst du das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn auf dem Display oberhalb vom Home-Button an. Ziehe nun am Saugnapf und drücke dabei gleichzeitig mit dem Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Sobald du das Plektrum zwischen Glas und Backcover-Rand platzieren konntest, kannst du nun mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herumfahren. Damit löst sich der Displaykleber nach und nach. Achte darauf, dass du das Plektrum beim Lösen des Displayklebers nicht zu weit ins Gerät einsteckst. Sei dabei besonders vorsichtig. Du könntest sonst die Display-Anschlusskabel beschädigen. Ist das Display deines iPhones stark gesplittert, empfiehlt es sich, mit Klebeband zu arbeiten. Hierzu zieht ihr einen Streifen Klebeband ab und klebt ihn direkt aufs gesplitterte Display. Das ist notwendig, damit der Saugnapf besser hält. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du nun das Display aufklappen. Klappe das Display nicht mehr als 180 Grad auf, da sonst die Kabel überdehnt werden könnten. Du kannst das Display auch gegen einen Gegenstand anlehnen. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Nun werden die 4 Phillips-Schrauben der Metallabdeckung gelöst. Achte immer auf die Größe und die Art der Schrauben. Achte immer darauf, dass du die Schrauben nicht durcheinander bringst. Es könnte sonst zu Beschädigungen kommen. Zum Ablegen der Schrauben empfehlen wir unsere iDock-Magnetmatte. Unter der Metallabdeckung befindet sich der Akkukonnektor. Diesen solltest du immer als erstes trennen. Zum Trennen des Konnektors empfehlen wir einen Plastikspatscher. Das empfiehlt sich, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Solange der Akku noch angeschlossen ist, fließt Strom im Gerät. Durch falsches Anschließen der Display-Konnektoren kann es passieren, dass es einen Kurzschluss gibt. Es könnte auch sein, dass hierbei deine Hintergrundbeleuchtung beschädigt wird. Mit einem getrennten Akku bist du also immer auf der sicheren Seite. Jetzt kannst du die Anschlüsse des Displays und des Home-Button trennen. Versuche die Anschlüsse möglichst gleichmäßig zu entfernen. Achte darauf, die Anschlüsse nicht zu verbiegen und andere Teile vom Logic Board zu beschädigen. Entferne nun die zweite Metallabdeckung. Diese ist mit 3 Schrauben gesichert. Unter der Abdeckung befindet sich der Kontakt für die Frontkamera und für die Hörmuschel. Entferne diesen mit einem Plastikspatscher. Wenn alle Anschlüsse gelöst sind, kannst du das Display nun entfernen. Der Akku im iPhone ist mit Klebestreifen eingeklebt. Die Klebestreifen lassen sich am einfachsten lösen, wenn du sie möglichst flach rausziehst. Wenn die Klebestreifen reißen, musst du den Akku eventuell heraushebeln und kannst dabei andere Bauteile beschädigen. Darum empfehlen wir, die Teile außenrum, wie zum Beispiel die Taptic Engine, zu entfernen. Das macht den Austausch des Akkus einfacher und sicherer. Löse die Schrauben und entferne das Abdeckblech der Rückkamera. Für die Stand-off-Schraube gibt es spezielle Schraubendreher. Du kannst aber auch einen gewöhnlichen, schmalen Schlitzschraubendreher benutzen.
Schiebe den Spacer vorsichtig unter den Konnektor der Kamera und hebe ihn ab. Um die Kamera herausnehmen zu können, heble ein bisschen an den Seiten. Dann kannst du die Kamera entfernen. Trenne jetzt das Lautstärkekabel. Löse dazu die Schrauben der Abdeckung und nehme sie heraus. Leg alles in ein gemeinsames Fach auf der Magnetmatte. Trenne jetzt den Konnektor für das Lautstärkekabel vom Logic Board. Biege ihn etwas nach oben, damit er später beim Herausnehmen des Logic Boards nicht im Weg ist. Entferne jetzt die Plastikabdeckung über dem Logic Board. Löse zuerst die Schrauben der Plastikabdeckung. Eine der Schrauben ist seitlich in das Backcover geschraubt. Nimm jetzt die Plastikabdeckung ab. Darunter befinden sich weitere Schrauben, die eine Art Verbindungsstück befestigen. Löse diese Schrauben. Nimm jetzt das Verbindungsstück raus. Löse zuerst die Phillips-Schrauben, mit denen die WLAN-Antenne befestigt ist. Trenne dann den Konnektor von der Platine. Die Antenne ist leicht verklebt. Du kannst sie lösen, indem du einen Spatel vorsichtig unter das Kabel schiebst. Der Klebstoff lässt sich leichter lösen, wenn du ihn mit Heißluft etwas erwärmst. Nimm jetzt die Antenne raus. Um gleich das Logic Board herausnehmen zu können, musst du noch den SIM-Kartenhalter entfernen. Stecke dazu das SIM-Tool oder eine Büroklammer in das kleine Loch. Trenne jetzt die 3 Konnektoren auf dem Logic Board vorsichtig mit dem Spacer. Die Konnektoren verbinden die Ladespule, den Lightning-Konnektor und die Taptic Engine mit dem Logic Board. Löse jetzt die Phillips- und Stand-off-Schrauben am Logic Board. Diese sind wieder unterschiedlich lang. Eine der Schrauben ist überklebt. Du musst also erst den Schaumstoff hochziehen. Für die Stand-off-Schrauben mit Gewinde in der Mitte gibt es einen Spezialschraubendreher mit Zentrierstift. Du kannst aber auch einen schmalen Schlitzschraubendreher benutzen. Sortiere die Schrauben so, dass du sie beim Wiedereinbau nicht verwechselst. Jetzt kannst du das Logic Board vorsichtig herausnehmen. Neben der Öffnung für die iSight-Kamera ist eine Plastikhalterung für eine Schraube. Diese Plastikhalterung liegt über dem Logic Board. Pass auf, dass die 3 Konnektoren nicht am Board hängen bleiben. Entferne die eine Y-Type-Schraube und die beiden Phillips-Schrauben der silbernen Flexkabelabdeckung und hebe die Abdeckung ab. Trenne jetzt das Flexkabel mit dem Spacer. Gehe dabei besonders vorsichtig vor. Der Kontakt darunter befindet sich auf einem beweglichen Flexkabel. Entferne nun die unterschiedlich langen Phillips-Schrauben, die den Lautsprecher fixieren. Sortiere die Schrauben so, dass du sie beim Wiedereinbau des Lautsprechers nicht verwechselst. Nun kannst du den Lautsprecher mit dem Flexkabel herausheben. Der Lautsprecher ist leicht am Rahmen verklebt. Nimm jetzt die Taptic Engine raus, damit du an die Klebestreifen des Akkus kommst. Über dem Konnektor der Taptic Engine ist ein kleines Flexkabel. Halte es mit einer Pinzette fest und hebel vorsichtig mit dem Spacer. Achte darauf, den Kontakt nicht zu verbiegen. Löse die beiden Schrauben der Taptic Engine. Eine davon ist wieder eine Stand-off-Schraube mit Ingewinde. Als nächstes kannst du den Konnektor der Taptic Engine abhebeln. Auf der einen Seite ist die Taptic Engine unter einem Blech. Schiebe die Taptic Engine heraus und entferne sie dann. Jetzt liegt der Akku frei und du kannst ihn lösen und herausnehmen. Der Akku ist mit 4 Klebestreifen verklebt. Die Streifen haben schwarze Zuglaschen. Daran kannst du sie herausziehen. Löse die schwarzen Laschen mit einer Pinzette oder einem Spatel. Jetzt musst du die Klebestreifen sehr langsam rausziehen. Halte die Klebestreifen so flach wie möglich auf Höhe des iPhones. Achte darauf, beim Herausziehen keine Bauteile zu beschädigen. Wenn ein Klebestreifen reißt, musst du den Akku vorsichtig mit einem breiten Spacer heraushebeln. Versuch den Akku dabei nicht zu sehr zu verbiegen. Halte den Akku und das iPhone beim letzten Klebestreifen fest, damit der Akku nicht aus dem Gerät fallen kann. Wenn alle Klebestreifen ab sind, kannst du den Akku rausnehmen. Damit der Akku wieder richtig im Gerät hält und später wieder entfernt werden kann, empfehlen wir, neue Klebestreifen zu benutzen. Um den Akku richtig zu positionieren, kannst du dir das Logic Board vorübergehend in das Backcover legen oder alle Teile schon vor dem Akku einbauen. Achte darauf, dass der Konnektor direkt über dem Kontakt auf dem Logic Board liegt
Um zu prüfen, wie die Klebestreifen richtig verklebt werden, kannst du sie probehalber ins Gerät legen. Entferne die große blaue Schutzfolie und setze die Klebestreifen mittig auf die Unterseite des Akkus. Achte dabei auf die Position oben und unten, damit du gleich die Laschen umklappen kannst. Drehe den Akku um und entferne die kleinen Schutzfolien der Laschen. Klappe die Laschen um und klebe sie an der Akkuoberseite fest. Drücke die Laschen fest an die Kanten des Akkus. Entferne abschließend die große rosa Schutzfolie der Klebestreifen. Jetzt kannst du den Akku ins Handy kleben. Lege den Akku erst auf die obere Kante, sodass sich der Kleber noch nicht verbindet und du den Akku noch positionieren kannst. Achte darauf, dass der Konnektor direkt über dem Kontakt auf dem Logic Board liegt und lasse um den Akku einen Spalt weit Platz an allen Seiten. Wenn der Akku richtig platziert ist, kannst du ihn herunterlassen und leicht andrücken, damit sich der Klebstoff verbindet. Entferne jetzt wieder das Logic Board. Nun können alle Teile wieder eingebaut werden. Lege zuerst die Taptic Engine wieder ins Gerät. Achte darauf, dass sie bei der einen Schraube wieder unter das Blech rutscht. Steck den Konnektor der Taptic Engine wieder ein und schraub die Taptic Engine fest. Vergiss nicht das Mini-Flex-Kabel. Leg es ein und schließ den Konnektor an. Der Konnektor verbindet sich mit einem leichten Klickgeräusch. Dann weißt du, dass er richtig angeschlossen ist. Setz den Lautsprecher wieder an den Platz und drücke ihn in Richtung Unterseite, damit er in die richtige Öffnung rutscht. Achte darauf, dass das Flexkabel richtig zwischen Akku und Lautsprecher liegt. Jetzt kannst du den Lautsprecher mit den Phillips-Schrauben befestigen und den Konnektor verbinden. Leg noch das Abdeckblech auf das Flexkabel und schraub es fest. Leg das Logic Board wieder an seinen Platz. Achtung! Die kleine Plastikhalterung muss über dem Board liegen. Schraube das Logic Board wieder mit den verschiedenen Schrauben fest. Leg die 3 Konnektoren wieder auf ihre Steckplätze, drück sie vorsichtig mit dem Finger fest, bis sie leicht einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, versuche die Konnektoren nicht mit Kraft fest zu drücken, sondern nimm sie wieder ab und versuche sie noch einmal aufzusetzen. Schiebe jetzt noch den SIM-Halter ein. Wenn er klemmt, prüf nochmal, ob das Logic Board richtig sitzt. Leg die WLAN-Antenne wieder ein. Drück die Antenne etwas fest, damit sie verklebt, und schließ den Konnektor an. Verschraube anschließend die Antenne. Lege zuerst das kleine Verbindungsstück an seine Position und schraube es dann fest. Jetzt kannst du die Plastikabdeckung einsetzen und mit den Phillips-Schrauben verschrauben. Schließ den Konnektor vom Lautstärkekabel wieder an. Schraub dann noch die Abdeckung mit den Phillips-Schrauben fest. Setze die Rückkamera ein und drück sie fest, damit sie richtig sitzt. Schließ dann den Konnektor an und lege die Abdeckung auf. Fixiere dann die Abdeckung mit den beiden Schrauben. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber richtig befestigt werden kann. Beachtet aber, dass das iPhone nicht gegen Wasser zu 100% geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere die Folie bündig auf dem Gerät und drücke sie leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Jetzt kannst du auch die zweite Trägerfolie entfernen. Überprüfe nun den richtigen Sitz des Klebers und drücke ihn gegebenenfalls nochmal fest. Um den letzten Teil der Trägerfolie zu entfernen, hebe nun die Lasche an und ziehe sie vorsichtig ab. Bevor ihr das neue Display anschließt,
Achtet darauf, dass der Akku immer noch getrennt ist. Zum Anschließen des FaceTime-Kontakts solltet ihr das Display hochkant anlegen und das Kabel langsam absenken. Jetzt könnt ihr auch den Konnektor verbinden. Dies bedarf etwas Fingerspitzengefühl, da das Kabel leicht verdreht ist. Setze die Metallabdeckung auf und verschraube sie. Schließe nun die Kabel für Display und Homebutton an. Versuche die Kabel korrekt aufzusetzen und nicht über den Konnektor zu rutschen. Die Konnektoren sollten mit einem leichten Klickgeräusch einrasten. Auch die Kabel sollten nicht überdehnt werden. Jetzt kannst du den Akku wieder anschließen. Nimm dir einen Gegenstand zur Hand, um das Display leicht anzulehnen. Jetzt kannst du das Abdeckblech aufsetzen. Befestige die Metallabdeckung mit den 4 Phillips-Schrauben. Nehme jetzt das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, damit es bündig auf dem Rahmen sitzt. Zu guter Letzt kannst du die Pentalobe-Schrauben befestigen. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.